In dieser Folge entscheide ich mich spontan, mir selbst eine Challenge zu stellen, und zwar 100 Wellen in 7 Tagen zu surfen. Nicht wissen, dass ein schwerer, mehrtägiger Sturm aufzieht, der diese Challenge besonders hart machen wird. Ob wir die Challenge tatsächlich meistern und welche Abenteuer wir in diesen 7 Tagen erleben, das alles jetzt. Guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Es steht eine Woche Swell Run an. Das heißt, dass es durchgehend ziemlich gute Wellen geben wird, ziemlich große Wellen. Was wäre, wenn ich innerhalb dieser Woche versuche, so viel zu surfen wie möglich? Wie viele Kilometer werde ich dann gepaddelt sein? Wie viele Wellen werde ich genommen haben? Ich möchte es auf jeden Fall als Challenge für mich machen und denke darüber nach, was ein gutes Ziel wäre. Deswegen ein bisschen da in die Zahlen reingehen. Eine Woche, sagen wir jetzt 7 Tage, sind mindestens, wenn ich eine Session pro Tag mache, 7 Sessions. Ja, überlegen wir mal, 7 mal im Schnitt 10 Wellen pro Session, wären 70 Wellen. Wisst ihr was? Als Challenge 100 Wellen surfen und 15 Kilometer paddeln, Strecke zurücklegen. Das ist die Challenge. Ist das ein realistisches Ziel? Schreibt es doch jetzt schon mal in die Kommentare, was ihr glaubt, was da in 7 Tagen möglich ist. Wir sind schon auf dem Weg zum ersten Spot, der bei den Bedingungen, wie sie jetzt aktuell sind, ziemlich ballern wird. Los geht's. Juhu. Was? Moin. Gut surfen. Ja. Hast du schon was Gutes gesehen? Geht so. Geht so? Ja. Was heißt geht so? Ja, nichts, das durchläuft wirklich. Das heißt, wahrscheinlich wirst du mich jetzt überreden, dass wir trotzdem reingehen. Alleine würde ich auf jeden Fall nicht rein jetzt. Ah, okay, weil es zu happy ist oder einfach nur, weil es nicht läuft? Weil es nicht läuft. Es ballert schon ganz schön und die laufen nicht besonders richtig. Das heißt, ich werde jetzt hier vor allem wahrscheinlich heute zur Strecke beitragen, aber nicht zur Wellenanzahl. Der Start, erste Welle, gleich mal direkt over the falls gegangen und dann das ganze Set kassiert. Aber Andi hatte schon eine schöne. Die lief auch schön, gell? Lief eigentlich schön. Ja. Besser als vom Ablauf. Ja, so ist es. Das heißt, vielleicht zählt es am Ende. Go, 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 hier. Der Tracker hat sich selbst abgeschaltet nach ca. 40-45 Minuten, weil der Akku leer ist von der Uhr. Oder so gut wie leer ist. Und das heißt, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir weitermachen, denn die Distanz kann ich auf jeden Fall jetzt nicht mehr tracken. Das heißt, da wird dann genommen, was jetzt drauf ist. Wellen kann ich aus dem Video noch auszählen, das werden wir machen. Wir bleiben jetzt deswegen drin, brechen deswegen natürlich nicht die Session ab. Der Swell ist am Absterben, das war auch so vorhergesagt. Die Sets, die Pausen zwischen den Sets werden immer länger. Ich hoffe, dass ich noch eine von hier draußen bekomme und dann
machen wir einen Deckel auf die Session. Wir machen dann tagsüber nochmal eine. Sieht so aus, als würde da hinten jetzt was kommen. Genau sowas. Aber ich warte auf das Set, auf die Welle hinten dran. Die sind in der Regel größer. Ja, oh ja, ja, ja. Zu groß. Oh, guckt euch die an. Und hier auch. Ich muss jetzt eine erwischen. Wenn ich hier keine erwische, vorne werden alle durchgewaschen, liegen im Wild. Wenn ich keine erwische, wird es sehr lange dauern, bis wieder so ein Set kommt. Vielleicht die letzte Chance. Ja, auf geht's. Na, Andi? Da hat's. Hä? Was? Auf die eine da draußen habe ich noch mal gewartet. Freunde, hier kommen die Ergebnisse nach der ersten Session heute Morgen. Wir haben 4 Wellen gesurft, das heißt, wir haben jetzt für die nächsten 7 Tage noch 96 Wellen offen. Wir sind 1,8 Kilometer gepaddelt, was hätte ich nicht gedacht, dass das dann doch so viel war. Mein erstes Gefühl ist, die 15 Kilometer Paddeln in 7 Tagen werden easy zu erreichen sein. Die 100 Wellen allerdings sind die eigentliche Challenge. Deswegen sind wir jetzt auch wieder unterwegs zu der zweiten Session am ersten Tag, um auf jeden Fall nochmal 10 Wellen zu surfen. Das Ziel ist noch für heute. Ich denke, ich muss immer über 10 Wellen surfen pro Tag, um bei 7 dann auf 100 hinzukommen bei 7 Tagen. Wie viel genau, das weiß nur ein gut programmierter Taschenrechner. Daneben, dass ich die Challenge irgendwie in meinen Alltag integrieren muss, gibt es natürlich noch weitere Herausforderungen. Da ich ja im Grunde nie alleine hier im Wasser bin, wird die Anzahl der Wellen schon dadurch limitiert, dass viele andere natürlich auch Wellen wollen und einige davon auch echt richtig gut sind. Obendrauf kommt, dass für die kommenden Tage ein schwerer Sturm angesagt ist. Die ersten Anzeichen für den Sturm zeigen sich noch am Nachmittag, an dem wir aber auch nochmal reinspringen, um mindestens nochmal 10 Wellen zu erwischen, damit wir wenigstens die 14 Wellen, die wir im Schnitt pro Tag brauchen, voll bekommen. Siehst du, wie gut es geht? Wie gut es geht. Heute machen wir auf jeden Fall 4 Kilometer, bin ich mir sicher. Das will den Schnitt für heute erreichen. 10 Wellen, mal gucken. Mal gucken. Go, go, go! Natürlich ist eine selbstverständliche Bedingung für mich bei der ganzen Sache, dass ich mich an die Etikette halte, so wie sonst ja auch. Und nicht nur, weil ich für mich eine Challenge mache, jetzt dann jede Welle wie ein Verrückter anpaddeln und einfach da auf Teufel komm raus so viel versuche wie möglich zu kriegen. Ja. Ja, deine Videos. Ah, danke dir. Noch während der Session ziehen langsam die Wolken zu und werden immer dunkler, auch der Wind frischt langsam auf, es dreht auf Onshore und das Meer wird immer rauer.
Freunde, wir sind jetzt eine Stunde 47 draußen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, ich habe 7 Wellen erst. Inzwischen regnet es. Es dämmert auch schon langsam. Guckt euch mal die Stimmung an. Da rollen sie rein. Inzwischen sind auch schon die Schultern. Heute Morgen war eine Stunde im Wasser, also jetzt schon 2 Stunden 47. Wie ihr seht, wir sind zurück im Auto. Draußen zieht ein richtiger Sturm an. Ist jetzt richtig ungemütlich. Und ja, wir haben, glaube ich, genau die 10 Wellen geschafft. Wir müssen dann später mal in die Auswertung gucken. Ich habe es jetzt nicht mehr gesehen. Meine GoPro ist zum Schluss auch immer ausgegangen, weil der Akku schon leer war. Wir waren 2,5 Stunden im Wasser, heute Morgen schon die Stunde. Und ja, ich bin gespannt. Ich glaube, wir könnten, wenn wir das Tempo durchhalten, könnten wir es schaffen. Aber ich habe jetzt heute auch schon ordentlich meine Schultern gemerkt. Mal sehen, wann wir einbrechen, wann die Motivation nicht mehr reicht, sondern wann nur noch Disziplin zählt. Die düsteren Vorboten haben sich bewahrheitet. Jetzt hier schön in der Waschstraße. In den nächsten 48 Stunden sind Regenmengen von 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter vorhergesagt, mit Winden bis zu 60, 70 Stundenkilometer und noch stärkeren Böen. Noch auf dem Rückweg kriegen wir direkt zu spüren, was das bedeutet, denn der Sturm ist schon angekommen. In den nächsten 2 Tagen scheint Surfen so gut wie unmöglich. Auch am nächsten Morgen sieht es nicht besser aus. Trotzdem müssen wir die Chance nutzen, als der Sturm ein bisschen nachlässt, um es wenigstens zu versuchen, denn ganz kampflos gehen wir uns natürlich nicht geschlagen. Ja, guten Morgen. Ja, hier ist Madame Neugier, Vorzimmer Wilhelmsen. Könnte ich Sie mal mit dem Chef verbinden? Ja, düdelüt, hier bin ich. Hoppa. Ja, grüß Gott. Der ist hier aus Villa hier. Na, bist du schon angekommen? Ich habe jetzt mein Brett eingepackt und fahre jetzt nach und dann gebe ich dir in 2 Minuten Bescheid. Das ist super, die kann ich gerade noch so verkraften. Okay, bis gleich. Bis gleich. So ist es. Wir fahren jetzt einmal kurz den Spot checken. Inzwischen ist das Unwetter da. Ein Gewitter soll auch noch mit reingehen. Es ist sehr windig, sehr viel Regen. Wahrscheinlich das Meer, absolutes wildes Durcheinander. Aber mal gucken, ob wir für die Challenge trotzdem noch ein paar Wellen finden. Essi kommt mit, der opfert sich auch. Immer bereitwillig und gerne. Wir sammeln Essi ein und machen uns zusammen auf den Weg, jetzt tatsächlich eine Welle in diesen Bedingungen zu finden. Einfach wird das nicht. Der Sound von dem Fußballer ist schon irgendwie geil, ne? Ja, ne? Ich auch. Wo siehst du hin? Um was Brauchbares zu finden, müssen wir um die Ecke denken und sind im getreuen Pajero über Stock und Stein zusammen unterwegs im Regensturm. Besonders erstaunlich ist, dass auch einige Wanderer in diesem Wetter noch draußen unterwegs sind. Oh, jetzt geht's hier los. Oh, sind wir jetzt falsch gefahren? Nee. Noch gerade, gell? Die kommen mir auch gerade ein bisschen schmal vor. Hier. Wow. Ist das ein Wetter? Freunde, Sturm. Es ist immer wieder gewittrig. Wir sind jetzt schon seit 1,5 Stunden eigentlich immer wieder mal am Gucken. Gell? Wir waren jetzt einmal da, haben angeguckt, dann war Gewitter. Jetzt war Regenpause, jetzt schüttelt es wieder. Und wir müssen halt gucken, dass wir nicht... Die schüttelt nicht gerührt, genau. Ja, dass wir halt nicht beim größten Gewitter hier rein gehen. Jetzt. Oh, hier geht's jetzt richtig runter. Das kommt in der Kamera gar nicht raus. Guck mal, ist ich? Oh, ja, hat der Pajero ja schon die Mutprobe bestanden und wir müssen gleich nochmal den Blitzen irgendwo schützen, ne? Ja. Oh, schön. Alter, sieht das geil aus. Oh. Da war kurz die Servolenkung weg. Nach dem... ganz kurz. Ein schöner Weg ist das, meine Güte. Also der Regensturm, der hat hier komplett
die Schokolade ins Wasser gespült. Und wie zum Cachalet, so richtig zerrissen. Ja. Oh, guck mal die Schokoladentubes da unten an. Ist das widerlich? Sieht aus wie Nordsee. Schon nie so braun gesehen. Ich auch nicht. Das ist echt Wahnsinn. Ja, wir müssen ja gucken, ob wir da überhaupt reingehen oder nicht, ne? Ach, ich hab da Sand in dem... Ja. Achso. Bei dem Sturm müssen wir uns für heute geschlagen geben, denn es ist nicht möglich, eine surfbare Welle zu finden. Aber wir nutzen die Zeit und fahren die Umgebung erkunden. Wow. Kann ich doch gar nicht wirklich. Nee. Super schön. Guck dir das mal an. Toll ist das. Ja, aber ganz anders als gerade, ne? Und das ist aber am meisten, ne? Oh, ist das ein toller Weg, den wir hier entdecken. Ja. Oh. Ist ja von den Low. Ansonsten ist der Hai auch ganz entspannt, ne? Ja. Easy. Besser. Schön. Das ist ein Dschungel. Ist das schön. Wahnsinn. Hier, der Duft, ne? Ja, Leute, wenn ihr das jetzt riechen könntet, wie es hier riecht, Essi, beschreib mal. Ach, einfach nur, wie die alte Wrigley's Orbit Werbung, wo die Luftballons damals hochgegangen sind. Kennt ihr die noch aus den 90ern? Genauso. Freshness für immer. Ja. So, lecker mit Ronjo. Ja, wenn du hast. Ja, guck mal. Alles für die Leute. Mit Ronjo-Baum. Verarbeiteter Schnaps. Kann man das vorstellen? Ja. Jetzt noch dahin. Oh, ja. Da sind einige dahin. Lecker mit Ronjo. Mit Ronjo. Normalerweise im kleinen Glas. Freunde. Aber lecker. Wilde Erdbeere. Nur an der Agave. Echt lecker. Was ist das? Ja? Noch eine? Muss aussteigen, aber sind ja voll viele. Aufsteigen jetzt auch noch. Nee, ich glaube nicht. Nee. Aber. Gut jetzt. Lecker. Ich bin Fan. Fast so lecker wie Haribo. Auch die folgenden 3 Tage blieben unsurfbar und mit noch 86 offenen Wellen auf der Uhr muss ich jetzt alles geben, das noch zu schaffen. Aber unmöglich ist es nicht, denn immerhin haben wir noch 3 Tage, in denen wir jetzt 29 Wellen mindestens pro Tag schaffen müssen. Es ist 7:30, ein bisschen länger geschlafen an einem Samstag. Das heißt, ich muss das nicht vor die Arbeit pressen. Wir sind unterwegs zu einem Spot, um heute wieder den Wave Counter weiter voll zu machen. Wir haben aktuell 86 Wellen offen, 14 sind geschafft. Ich sitze eigentlich immer eher draußen in so einer Session und warte auf größere Wellen, aber mehr Wellen bekommt man tendenziell, wenn man weiter drinnen sitzt und auch die kleineren und mittelgroßen, und einfach weil die viel häufiger durchkommen, weil nicht nur von den Sets abhängig ist. Und deswegen ist die Challenge für mich so gut, weil es mich zwingt, mal ein bisschen auf der Inside zu sitzen und das einfach auch zu lernen. Wir warten noch ein bisschen, das scheint nicht das richtige Zeitfenster zu sein. Es ist super voll und die Wellen laufen auch nicht so schön. Wir haben einen anderen Spot noch gecheckt, da war es ziemlich groß, das heißt, da wird es auch relativ lange dauern, bis die Wellenanzahl zusammenkommt. Es auch jetzt nicht wirklich eine Inside gab, auf der man jetzt irgendwie schnell mal auch kleinere Wellen nacheinander wegsurfen könnte. Und deswegen habe ich jetzt entschlossen, lieber mit Geduld noch ein bisschen zu warten und zu gucken, wie sich der Tag entwickelt und dann eine bessere Session zu finden, als das, was es jetzt gerade gibt. Freunde, 3. Session. Mal gucken, wie viele Wellen wir heute bekommen. Wir surfen heute einen Swell, der eine
16, 17 Sekunden Periode hat. Das heißt, es wird lange dauern, bis die Wellen kommen, also zwischen den Sets. Das heißt, entweder eine richtig lange Session oder 2 Sessions am Tag irgendwo, wo wir vielleicht ein paar mehr Wellen noch abkriegen. Mal sehen. Wird stark. Das ist ein absoluter Traum. Ich bin hier komplett allein am Spot. Wenn die durchkommen, und die kommen öfter als ich dachte, dann haben die schon einen schönen Push. Ja, es ist ein Traum, allein schon hier zu sitzen, unterhalb der Klippen. Absolute Ruhe, absolute Windstille vor allem. Das Wasser ist richtig schön warm. Ach, das ist ein Traum. Das ist wunderschön. Einfach raus in die Natur gehen, mit der Natur sein, sich treiben lassen, ein bisschen aktiv sein. Was will man mehr? Also da springt das Herz höher. Kann ich nur empfehlen. Was immer es ist, ob es ein Spaziergang ist im Wald oder Wandern oder irgendwas, wo man draußen ist. Das ist doch das, was Tolles. Break of night, and the pink skies waving goodbye. You come out to break of night, leaving no traces around. Just trying to free a reckless heart. Just trying to be as light as a breeze. Queen of art, Friday morning. Queen of art, Friday morning. Come out to break the night, you'll be wearing her charm so frail. Yeah, she's trying to avoid everyone. Queen of Ireland, Friday morning. Queen of Ireland, Friday morning. Ja, gehst du? Go, go, go. Go, go, go. Zehn, 9,16 Kilometer, 23 Wellen bisher. Ich habe auch vergessen, Sonnencreme drauf zu packen. Und mir verbrennt schon richtig die Fräte, glaube ich. 3 Stunden jetzt im Wasser.
War nicht smart, sich nicht einzucremen. Die Session macht mir richtig Hoffnung, dass wir in den letzten beiden Tagen, die uns jetzt noch bleiben, noch richtig was reißen können. Denn wir haben 32 Wellen nochmal on top, was uns auf 46 Wellen bringt. Und wir haben jetzt 19,2 Kilometer insgesamt gepaddelt, was unser sekundäres Ziel schon als erfüllt markiert. Am vorletzten Tag habe ich noch 2 Sessions gemacht, die ich nicht dokumentiert hatte. Hier konnten wir nochmal 18 Wellen insgesamt draufpacken, 9 aus jeder Session, was uns jetzt auf ein Total von 64 Wellen bringt. Das heißt, dass ich am letzten Tag der Challenge, für den auch wieder richtig wilde Bedingungen vorausgesagt sind, noch 36 Wellen offen habe. Eine richtige Herausforderung. Ich würde sagen, nach so einem Tastekind, guck mal da vorne. Kommt doch gut an. Schönen Spot für uns. Auf einen Samstagmittag. Oh, ist doch geil. Ach, da kriegen wir schön. Manchmal, wenn man den ganzen Spot für sich alleine hat, dann hat man entweder unfassbares Glück oder irgendetwas stimmt nicht. In unserem Fall bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Es spielt aber auch keine Rolle, denn es ist der letzte Tag und ich will versuchen, die Wellen auf 100 noch voll zu bekommen. Das Problem ist nur, wir haben den ganzen Tag über keine guten Surfbahnwellen gefunden. Jetzt, kurz vor Sonnenuntergang, ist das die letzte Option. Die Strömung ist ganz schön krass. Ein dickes Dankeschön geht raus an alle, die bis hierhin zuschauen, an die treuen Fans. Da kann ich nur sagen, euch ist auch nicht mehr zu helfen. Nee, aber mal im Ernst, Dankeschön dafür. Und für alle, die bis hierhin dran geblieben sind und noch nicht abonniert haben, macht das gerne. Das hilft mir und dem Kanal ungemein. Schwierig. Nach einer Stunde im Wasser etwa geht die Sonne unter und begrenzt die Zeit, die wir hatten, um an diesem letzten Tag der Challenge die Wellen noch voll zu bekommen. Jetzt rein in die Auswertung. Freunde, 80 von 100 Wellen haben wir geschafft und ich habe damit mein Ziel verfehlt. Aber ich habe trotzdem was gelernt, nämlich, dass es wichtig ist, ein Ziel zu haben, aber viel wichtiger noch als das Ziel selbst ist der Weg dorthin und der muss sich erfüllend anfühlen. Denn würden wir nur für ein zukünftiges mögliches Ergebnis leben, aber keine Erfüllung auf dem Weg dorthin finden, dann würden wir selbst im Erfolg noch leer dastehen. Ich wollte ein Abenteuer im Alltag, das mich fordert. Und genau das hat es auch. Jede Menge Salz in den Augen, brennende Schultern und nach jeder Session ein dickes Grinsen im Gesicht. Und das gute Gefühl durchgezogen zu haben, auch wenn der Sturm uns einen Strich durch die Rechnung an ein paar Tagen gemacht hat. Ich hoffe, das inspiriert euch ein bisschen, gibt euch ein bisschen Energie für euren Alltag und vielleicht habt ihr auch Lust, spontan irgendeine Challenge in euren Alltag anzubauen. Wenn ihr wollt, macht das doch. Fangt direkt an, heute keine Ausreden, irgendwas und lasst es mal unten uns allen in den Kommentaren wissen, was ihr macht oder wenn ihr was Ähnliches schon gemacht habt. Haut rein, wir sehen uns in der nächsten Session.